Moin ihr Lieben, wir zeigen euch heute unseren allerliebsten Lieblingseingang für Flows. Und das Schöne an dem Eingang ist, dass ihr ihn in 3 Leveln machen könnt. Einmal könnt ihr ihn als eine fortlaufende Bewegung machen, dann könnt ihr ihn mit einem einzigen Stopp machen, entweder im Thron oder im Whale, oder sogar auch den noch weiter runter scalen und ihn mit 2 Stops machen, also im Thron und im Whale. Genau. Und wir werden mit der Level 1 Variante beginnen und enden mit der Level 3 Variante. Als Voraussetzung für die Varianten braucht ihr einen 20-sekündigen Handstand gegen die Wand. Wand könnt ihr euch aussuchen, den High Flying Whale und den Pop vom Thron zum Bird oder Flieger. Und damit versteht sich natürlich, dass ihr den Flieger und den Thron auch schon mal gemacht haben müsst. Falls euch Pops jetzt noch nicht so viel sagen, wir haben ein Grundlagenvideo zu Pops, das könnt ihr euch dann gerne anschauen. Fangen wir also mit der Variante an, bei der wir Schritt für Schritt durch jede Position gehen. Wir würden euch auf jeden Fall auch empfehlen, selbst wenn ihr eigentlich die fortgeschrittene Variante machen wollt, dass ihr mit dieser startet, um erstmal ein Gefühl für den Bewegungsablauf zu bekommen. Wir starten dafür im Handstand und kippen über in den Whale. Meine Hände sind dabei ungefähr so 2 Handlängen von Yannicks Po entfernt. Wenn ihr oder eine Schienbeinlänge. Wenn ihr zu nah dran seid, wird es schwer für die Base, euch im Whale aufzunehmen. Also Hände so 2 Handbreiten entfernt. Ich mache ein bisschen Platz, damit Sarah da hin kann. Heißt, wenn meine Füße hier noch so stehen, dann stehen sie quasi auf ihren Händen. Das ist eher nicht so schön zum Handstand machen. Die warten schon auf mich. Ich schwinge langsam hoch, Zack. lehne mich in Yannicks Füße, nehme mein Kinn zur Brust. Meine Füße sind am mittleren Rücken von Sarah platziert. Meine Zehen sind quasi am Kreuzbein. Und ich öffne jetzt meine Beine zu einem leichten Straddle. Meine Arme zeigen nach oben und ich möchte an Sarahs Knöchel oder an die Füße kommen. Dafür beuge ich meine Beine und Sarah kommt dann hier schon so leicht rübergefallen und ich ziehe Sarah so ein Stück weit über mich rüber. Hier kann ich dann meine Beine strecken. Genau, ich kann mein Kinn zur Brust nehmen, meine Hände haben sich gerade automatisch vom Boden gelöst und wir kommen hier in der Whale-Position an. Je nachdem, ob ihr jetzt quasi an den Knöcheln gegriffen hattet oder direkt an den Füßen wart, könnt ihr sozusagen die Position nochmal neu suchen und ich möchte zum Beispiel jetzt hier schön in einem Fuß-zu-Hand-Griff quasi sein. Hier bin ich jetzt schon darauf vorbereitet, dass ich gleich aufgerichtet werde, also der Pop zum Thron kommt ja gleich. Das heißt, ich will mit meinem Blick schon in die Richtung schauen, wo es gleich hingeht. Für den Pop zum Thron möchte ich Sarah jetzt sozusagen wieder leicht wie eine Feder hier runterbeugen, um sie dann werfen zu können. Wie ihr schon seht, ich beuge mit meinen Armen und meinen Beinen, aber meine Arme gehen über den Kopf. Heißt, im Endeffekt versuche ich sozusagen Sarahs Position über mir zu behalten und wieder nach oben zu bringen. Genau, dafür habe ich die ganze Zeit meine Hüfte nach oben und will hier nicht so hängen, sondern aktiv sein, also mein Po ist angespannt und mein Blick weiterhin nach vorne. Wenn wir jetzt quasi den Pop zum Thron machen, dann bringe ich sozusagen durch den Druck meiner Arme Sarah in die richtige Richtung. Wir zeigen das einmal kurz. Und zwar, es geht hoch mit einem kleinen Tempo, vielleicht einem Squeeze in den Füßen. Und ich ziehe sie hier oben auf, werfe sie und drücke sozusagen in die Linie rein und führe Sarahs Füße von hier nach da, indem ich ihren ganzen Körper quasi ausrichte. Und ich will, nachdem ich gemerkt habe, jetzt bin ich in der Luft, jetzt wurde mein Oberkörper und mein Kopf aufgerichtet, das ist der Moment, wo ich einen mini kleinen Pike in meine Hüfte bringe, damit wir hier in so einer Art Thron landen können. Yes. In dem Thron angekommen. Erstmal wollt ihr irgendwie in dem Thron ankommen, irgendwann wollt ihr in einem perfekten Ikarien-Thron mit Freund ankommen, damit ihr direkt weiterwerfen könnt. Aber erstmal kommt dort an. Genau, von hier geht es weiter in den Bird. Wir haben ein separates Tutorial dazu, das könnt ihr euch sonst nochmal anschauen. Wir werden euch jetzt nur nochmal die Kleinigkeiten erzählen, die hier am wichtigsten sind. Gemeinsames Tempo, es geht nach oben, Beine zur Seite öffnen, Gegendruck haben, nicht einfach nur wegfallen und in die Linie von Sarahs Hüfte schieben. Oben auslösen und abfedern, ist natürlich auch super wichtig. Als Flieger festbleiben und die Arme vor allem gestreckt lassen, damit ihr hier stabil bleibt und euch eure Base gut abfedern kann. Für die Level 2 Variante haben wir 2 Optionen für euch. Das eine ist, dass ihr den Stopp im Thron habt und das andere ist, dass ihr den Stopp im Whale habt. Wir zeigen euch zuerst die Variante mit dem Stopp im Thron. Also es ist ein dynamischer Eingang über den Whale in den Thron. Ich platziere wieder meine Hände. Meine Füße sind oben, mittlerer Rücken, Arm nehmen.
Es ist also eine flüssige Bewegung. Als Flieger muss ich gar nicht so viel anders machen als davor. Ich will nur schon erwarten, dass dieser Pop einfach früher kommt. Also mein Kinn schon früher zur Brust nehmen und super fest bleiben und in Richtung sozusagen vom Kopf der Base zielen. Mit meinem Blick und mit meinem ganzen Körper. Genau, für mich ist es schon etwas schwieriger, weil ich halt sehr genau die Füße oder die Knöchel greifen muss und dann im richtigen Moment Sarahs Beine aufziehe, um dann direkt wieder einen Druck reinzugeben und sie aufzurichten. Also es ist am Anfang etwas schwierig, den Punkt zu finden und es wird immer wieder daran scheitern, dass man es nicht direkt verbinden kann. Ansonsten habt einfach Geduld mit euch, das wird irgendwann kommen. Genau, tastet euch ran. Ihr könnt ja immer diesen kurzen Stopp im Whale machen und der Stopp wird einfach immer kürzer. Noch einmal die Variante. Wir schwingen hoch und landen im Thron. Und von hier könnt ihr dann einfach weiter poppen in den Bird. Variante Nummer 2, wir stoppen im Whale und dann kommt der Pop vom Whale direkt in den Bird. Den Eingang zum Whale kennt ihr schon? Und wir warten hier. Jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit umzupositionieren. Bist du ready? Ja. Und Yannick hat ein bisschen zu weit nach hinten gerade geworfen. Dann seht ihr, dann landen seine Beine einfach ein bisschen weiter hinten. Ist aber gar nicht schlimm. Wir haben trotzdem gefangen. Wir machen das Ganze noch einmal. Wir starten einfach im Whale. okay. Und nun lande ich genau über Yannick. Was ist hierfür wichtig? Als Flieger, ich will wirklich abwarten, bis ich den Pop bekomme. Denn wenn ich auch nur so eine Millisekunde zu früh mich selber runterziehe, dann geht Yannicks Pop einfach ins Nichts. Und der ganze Druck sozusagen, der ganze Schwung, der geht verloren und wir haben nicht genug Rotation, um da rumzukommen. Deswegen warte ich, bis ich mich wirklich dann rumziehe. Jetzt kommt mein Part. Komm noch mal rein in den High Flying Whale bitte, dann kann ich ein paar mehr Sachen erklären. Und zwar, wir sind hier angekommen. Und es sind so ein paar Dinge, die zu beachten sind. Und zwar, ich möchte Sarahs Oberkörper aufrichten durch die Kraft der Beine. Heißt, der Wurf der Beine richtet Sarahs Oberkörper auf. Die Rotation entsteht dadurch, dass ich mit meinen Händen folge in Richtung eines hohen Fußzuhands und dann oben auslöse. Ähnlich wie wir es schon in anderen Tricks gemacht haben. Heißt, ihr wollt quasi wirklich erst nach oben denken und dann rum. Wenn ihr quasi direkt rumdenkt, dann wird der Wurf halt einfach super flach und könnte gefährlich werden. Hier ist das Motto, auch wenn es manchmal ein bisschen falsch klingt, mehr Höhe gibt Sicherheit. Wir machen es noch einmal. Ja, super. Genau. Vielleicht kann Yannick noch einmal kurz ohne mich sozusagen zeigen, was seine Arme und Beine machen. Ha! Nee, Spaß. Dann kann man es ein bisschen langsamer zeigen. Genau. Füße an den mittleren Rücken von Sarah. Ich habe ihre Füße hier in der Hand. Und es ist quasi ein Aufladen, Werfen. Ich stelle sie hoch in einen Fuß zur Hand, löse weiter aus und fange sie. Genau. So, jetzt die fortgeschrittenste Variante von dem Eingang. Im Prinzip können wir euch jetzt nicht wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, weil es gibt keinen Schritt-für-Schritt mehr, die hattet ihr davor. Und wenn diese Schritte gut geklappt haben, dann lassen sie sich irgendwann immer schneller verbinden, bis eben diese eine fließende Bewegung daraus kommt. Und zwar wird die Bewegung erst so ein bisschen sich komisch anfühlen, sie wird in verschiedene Richtungen gehen, aber sobald der Abstand vom Flieger zur Base gut ist und quasi immer wieder der gleiche Kontaktpunkt reproduziert werden kann, habt ihr ein Stück weit mehr Sicherheit, indem ihr euch dann wirklich traut zu werfen. Und passt wirklich auf, dass ihr als Base den Trick nur werft, wenn ihr auch sicher seid, dass er rumkommt. Heißt, wenn ich merke, okay, Sarah ist komplett dahin und ich werfe und sie landet im Endeffekt dann hinter meinen Beinen, bringt es mir nichts, weil ich sie nicht fangen kann und ihr, glaube ich, noch weniger. Jetzt. Genau, also wirklich dann lieber stoppen und doch wieder zur Schritt-für-Schritt-Version zurückkehren, anstatt einfach so auf Biegen und Brechen irgendwie da rumzuwerfen. Wir machen einmal den ganzen Eingang. Ihr könnt das Video natürlich auch einfach einmal in Slow-Mo abspielen. Ich glaube, YouTube hat diese Funktion. Vielleicht hilft euch das, um nochmal genauer die Kleinigkeiten zu sehen.
Das Spotting bei diesem Trick ist tatsächlich ein bisschen tricky. Wir zeigen euch zuerst mal die Level 1 Variante, da geht das alles noch völlig in Ordnung. Nina kommt in einen Handstand, ich supporte den Handstand, greife ihre Oberschenkel, greife runter an ihre Schulter, Nina kippt über. Ich kann sie hier vorsichtshalber mitheben, falls sie nicht selber hochkommt oder nach hinten zurückkommt. Der Pop in den Thron kann hier gespottet werden am Oberarm. Den könnt ihr, wenn ihr wollt, auch reingreifen, um dann hier an die Hüfte zu kommen. Macht es, wie es sich für euch besser anfühlt. Um weiter in den Bird zu kommen, seid ihr am Oberarm. Ihr habt hier, warte kurz, ihr habt hier genug Platz, dass die Base und der Spotter sich nicht in die Quere kommen. Wow. Also Schritt ein Stückchen weiter nach vorne, damit die hier durch können, die Arme. Ich bin am Oberarm, folge der Bewegung, bis sie im Bird gelandet sind. Dann einmal für die Level 2 Variante, da braucht ihr im Prinzip nur das Spotting vom Whale in den Bird. Auch hier bin ich wieder am Oberarm. Nina hat ihre Arme nach vorne gestreckt. Ich muss hier schauen, dadurch, dass der Flieger die Arme ja wirklich nah am Körper hat, wollt ihr einmal kurz hier so zwischenkommen. Jetzt kannst du wieder dran. Genau, damit ihr hier auch wirklich greifen könnt. Ihr seid mit ein bisschen Abstand, mit breiten Beinen, aber wollt auch nicht zu weit weg sein und von hier natürlich spotten. Zu nah dran bedeutet aber, ihr bekommt hier die Füße ab. Also ein bisschen Abstand und Oberarm greifen. Ready? Ja. Ich folge dem Pop, bis sie hier wieder vorne im Bird angekommen sind. Letzte Variante, der gesamte Eingang. Wir empfehlen euch wirklich einfach ein Mattenmeer um euch herum zu haben und die Schritte davor 100-mal gemacht zu haben, bis ihr diese Variante macht. Wenn ihr die dann irgendwann euch sicher genug fühlt, um die zu machen, könnt ihr natürlich trotzdem einen Spotter dabei haben. Der Spotter muss hier ein kleiner Ninja-Spotter sein. Er muss also so schnell er kann reingreifen, sobald der Pop kommt. Die beiden gehen rein, Handstand ist sicher. Jetzt greife ich mir hier den Oberarm und folge Nina bis zum Bird. Ich hoffe, ich habe euch gerade nicht zur Seite gezogen. Ja, du hast uns mehr Rotation gegeben. Ich war so, wow. Okay, genau. Also wenn tatsächlich zum Beispiel Rotation fehlt, dann könnt ihr hier als Spotter mithelfen. Wenn ihr merkt, oh, der Oberkörper ist noch irgendwo hier hinten, das wird nichts, zieht ihr einfach mit, damit der Trick beendet werden kann auf eine sichere Weise. Wir hoffen, dass euch unsere Progressions und Tipps geholfen haben und dass eine der Varianten für euch funktioniert. Lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Und nächste Woche gibt es einen super flowigen Move, den wir in einem Tutorial dann wieder bereitstellen. Und zwar könnt ihr euch da endlos lange quasi weiter in die Runde drehen. Und wenn ihr allgemein Wünsche habt oder mal ein anderes Video sehen wollt zu einem Flow, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren dalassen. Und vergesst nicht, abonnieren und Daumen hoch und so weiter. Genau. Tschüss! Warum hast du den Finger runtergezählt, Nina? Nina ist super professional geworden. Ja. Übrigens, Nina hat eine Tasche, in der sie mich betüdeln kann. Komm mal her. Deswegen sehen meine Haare so gut aus. Zeig das mal vor. Eine Betüdelungstasche. Ja, present the Betüdelungstasche. Tada! JB. Janneke, ist du betüdelt? Bist du glücklich? Om Namah Shivaya. Krampf. Wir haben gar nichts gemacht. Huga Chaka, Warte mal Sonne, kurz, Sonne, Moment. Huga Chaka, Sonne. Die Sonne ist jetzt halt Huga gerade Chaka, hinter das Sonne, Gebäude Sonne, gewandert, Huga deswegen Chaka, ändert sich Sonne. jetzt bestimmt einiges. Meine Sonne ist gut gewesen. Und der Kameraeinstellung. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Genau. Und auch das steht da nicht.